50% aller Erträge, die der S&P 500 erwirtschaftet, die werden in Form von Dividenden ausgeschüttet. Das war zumindest in den 40er und 70er Jahren der Fall. Mittlerweile sind Dividenden eher so ein untypisches Mittel, beziehungsweise kommen nicht mehr so ausgeprägt vor wie früher. Warum das so ist, schauen wir uns gleich als erstes an. Danach gucken wir und klären die Frage, ob sich Dividenden-ETFs oder Aktien überhaupt lohnen, ob man da überhaupt investieren sollte. Lasst uns mal direkt einsteigen und ihr seht in dieser Grafik schon 1940, 1970, da lag der Anteil der Dividenden am Gesamtertrag des S&P 500 Index, also der größten amerikanischen Aktien, kann man vereinfacht gesagt sagen, bei über 50%. Das heißt also, wenn ich jetzt den Ertrag nehme, den die Unternehmen an der Börse erwirtschafteten, also in Form von Kursgewinnen oder von Dividenden, dann haben die Dividenden 50%, 53% sogar in der Spitze der Erträge ausgemacht. Das ist heute nicht mehr so. Heute liegen wir so bei 14, 15%. Und das liegt vor allem daran, weil die Unternehmen, die ja Gewinne erwirtschaften und mit diesen Gewinnen entweder die Möglichkeit haben, die Anteilseigner, also die Aktieninhaber, zu vergüten oder ihnen eine Dividende auszuschütten. Oder sie können auch sagen, ich reinvestiere das Geld, lasse es im Unternehmen, auch keine schlechte Idee. Oder sie sagen, ich kaufe Aktien zurück. Und das ist der Grund, der dafür gesorgt hat, dass die Anteile der Dividenden am Gesamtertrag gesunken sind. Das meiste oder viel Geld wird eben nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet, sondern in Aktienrückkäufe investiert, die ja dann auch den Kurs der Aktie wegen erhöhter Nachfrage nach oben treiben. Insofern profitieren ja die Aktieninhaber oder die Anteilseigner eben trotzdem davon, nur nicht in Form von Ausschüttungen und Dividenden. Und das ist auch genau der Punkt. Lasst uns mal die Begriffe so ein bisschen klären. Also eine Dividende ist vom Unternehmensgewinn ein Anteil, der an die Anleger ausgeschüttet wird. Das heißt, das kriegst du konkret als Anleger dann, wenn du diese Aktie zum Zeitpunkt hältst, auf dein Konto überwiesen. Und da machen jetzt viele verschiedene Denkfehler zum Beispiel bei. Also zum einen denken viele Anleger, das ist irgendwie zusätzliches Geld, was ich zum Kursgewinn mal ebenso geschenkt bekomme. Und das ist ja eigentlich total dumm, nicht in Dividendentitel zu investieren. Da macht man aber einen entscheidenden Fehler. Und wenn wir uns das Beispiel hier mal angucken, wird das auch deutlich. Wir haben hier eine Aktie, die hat einen Wert von 100 Euro. Und jetzt kommt der Stichtag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird. Und die Dividende liegt heute hier mal im Beispiel bei 3 Euro. Heißt, 3 Euro von 100 Euro sind 3%, eine Dividendenrendite von 3%. Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Begriff, aber in absoluten Zahlen kriegt man hier für eine Aktie 3 Euro ausgeschüttet und ja, das ist doch toll, ne? Mensch, der Aktienkurs geht sicherlich nach oben und ich kriege noch ein bisschen was ausgezahlt. Nee, so ist es nämlich nicht. Am Tag der Dividendenausschüttung sozusagen sinkt der Aktienkurs um diese 3 Euro. Das heißt also, wenn 3 Euro pro Aktie als Dividende ausgeschüttet werden, sinkt der Aktienkurs im gleichen Maß. An der Stelle ein kleiner Exkurs. Ganz genau an dem Tag der Ausschüttung sinkt der Aktienkurs nämlich nicht. Es ist ein bisschen was vorher sogar schon. Es gibt den sogenannten Stichtag, den sogenannten Record Date. Das ist der Tag, an dem das Unternehmen feststellt, wer hat die Aktie, wer besitzt die Aktie, wer steht im Register und wer kriegt die Dividende. Einen Tag vorher wird die Dividende, also in dem Beispiel die 3 Euro, bereits vom Kurs der Aktie abgezogen. Und mindestens einen weiteren Tag vorher muss man die Aktie gekauft haben, um später auch im Aktienregister zu erscheinen. Wichtig ist also, wenn du eine Dividende bekommen möchtest bei einer Aktie, dass du bis vor diesem Ex-Tag gekauft hast. Der Zahltag, also der Moment, wo du die Dividende ausgeschüttet bekommst, kann sogar einige Tage und Wochen später sein. Und das heißt, als Anleger habe ich genauso viel wie vorher. Nur vorher hatte ich eine Aktie, die ein bisschen mehr wert war und jetzt habe ich halt die 3 Euro auf meinem Verrechnungskonto. Insofern ist das eigentlich plus minus null in diesem Fall. Der einzige Unterschied ist, ich habe das halt netterweise auf meinem Verrechnungskonto, habe noch Abgeltungssteuer gezahlt und Soli und kann mit dem Geld halt was anderes machen. Ich kann das besser anlegen, irgendwo, wo es stärker wächst oder ich kann damit was einkaufen gehen. Und das ist eben auch genau der Grund, warum ich zum Beispiel den einen oder anderen kleineren Dividenden-Aktientitel in meinem Portfolio habe, weil ich gerne den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr, den ja jeder Anleger in Deutschland hat, ausschöpfen möchte. Und das ist für mich am bequemsten mit dem einen oder anderen Dividendentitel, denn dann brauche ich mich gar nicht großartig darum kümmern. Dann wird das ausgeschüttet und der Sparerpauschbetrag ist ja beim Broker hinterlegt. Das heißt, dann habe ich den automatisch auf dem Konto und habe ihn ausgenutzt. Denn wenn ich jetzt eine Buy-and-Hold-Strategie mache, so wie ich es ja mache, dann ist es ja im Kern so, dass ich jedes Jahr diesen 1.000 Euro Sparerpauschbetrag eigentlich gar nicht nutze, wenn ich den durchgängig nur investiere und meine Aktien halte. Am Ende, wenn ich dann mal meine Aktien verkaufen will, oder alle verkaufen will oder einen Großteil verkaufen will, dann komme ich mit 1.000 Euro, die man ja nur jedes Jahr zur Verfügung hat, nicht weit. Und so kann man zumindest ein bisschen besser das Gefühl haben, dass man diesen Sparerpauschbetrag genutzt hat, wenn man eben ein paar Dividendenaktien hat. Jetzt möchte ich euch noch vor der Dividendenfalle schützen. Die ist nämlich ein typisches Phänomen, auf das ganz viele reinfallen. Und vor allem, wenn wir uns gleich mal so die Zahlen, Daten, Fakten zu den einzelnen Aktien angucken, werdet ihr bestimmt, wenn ihr das hier nicht versteht, euch fragen, Mensch, warum nimmt er nicht einfach die Aktie mit der größten Dividende
Dividendenrendite. Und hier kommt jetzt der Grund. Wir haben hier ein Beispiel, wir haben eine Aktie, die hat einen Wert von 100 Euro. Im Jahr 2018, 2020 nur noch 80 Euro, 2022 nur noch 60 Euro und 2023 kommt sie bei 50 Euro an. Das heißt, der Kurs hat sich halbiert. Und unten seht ihr die Dividende. Die wird wahrscheinlich so bei 3 Euro liegen und bleibt konstant. Also das heißt, pro Aktie, die es gibt, die 2018 noch 100 Euro wert ist, wird eben 3 Euro ausgeschüttet. Und das macht das Unternehmen auch die ganze Zeit konstant weiter, da gibt es keine Steigerung. Die Dividendenrendite, die also dann den Aktienkurs ins Verhältnis zur Ausschüttung setzt, die steigt aber natürlich. Ist nämlich auch klar, weil in 2018 war meine Aktie noch 100 Euro wert. Ich habe 3 Euro ausgeschüttet, also habe ich eine Dividendenrendite von 3%, wie eben im Beispiel auch gesehen. 2023 ist die Aktie ja nur noch 50 Euro wert. Es werden immer noch 3 Euro ausgeschüttet, aber dann sind das eben 6% von 50 Euro Aktienwert. Und so habe ich eine ganz tolle steigende Kurve der Dividendenrendite, aber eigentlich ist der Aktienkurs nur gesunken. Und das ist das Irreführendste, was es bei Dividenden gibt, dass die Leute auf Dividendenrendite reinfallen und bei der Dividende eben denken, dass sie zusätzliches Geld bekommen oder irgendwie einen Zusatz zum Kurswachstum erhalten. Im Endeffekt beides falsch. Und ich bin sehr froh, dass ich heute einen neuen Partner vorstellen kann, den ich auf diesem Kanal nämlich seit dieser Woche habe, und zwar ist das investing.com. Die sind auf mich zugekommen, haben gefragt, ob ich die Datenbasis nicht nutzen möchte in meinen Videos, und das möchte ich natürlich sehr, sehr gerne, denn es sind wirklich alle Daten, super Daten vorhanden, das werdet ihr gleich sehen, und ich kann, wie das so üblich ist, in dieser Werbeeinblendung natürlich auch einen Deal anbieten. Ihr kriegt 15 zusätzliche Prozent Rabatt. Ich glaube, im Moment läuft so eine Aktion 50% Rabatt auf die jährlichen oder monatlichen Preise, und ihr kriegt 15 weitere Prozent Rabatt dazu, wenn ihr über meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung klickt und euch die Pro- oder Pro-Plus-Version mal anschaut. Dann habt ihr nämlich die Sachen, die ich hier auch dabei habe, nämlich den Screener und die Warren AI. Natürlich ist auch eine KI dabei, mit der man Daten exploren kann oder eben suchen kann und bestimmte Fragen zu bestimmten Aktien stellen kann. Wirklich sehr, sehr, sehr gut, und mir gefällt das wirklich gut. Ich freue mich über die Partnerschaft, und wenn euch das alles nicht interessiert und ihr sagt, ich habe eine passive Anlagestrategie, ich brauche da jetzt nicht täglich nach Aktien suchen, nicht schlimm, dann genießt es einfach, dass wir hier eine gute Datengrundlage haben und ich euch die Sachen gut zeigen kann. Ich möchte euch mal zeigen, wie wir jetzt mal so ein bisschen nach den Dividendenaktien suchen können, die spannend sind und wo man vor allem in Fallstricke laufen kann. Ich habe hier mal eine Filterung gemacht. Unternehmen, die mindestens 1 Milliarde Marktkapitalisierung haben, das ist schon mal gut. Eine Mindestgröße nicht zu klein werden, das Risiko sinkt nämlich, denn man darf eines nicht vergessen, die Dividende ist nicht garantiert. Das heißt, die Aktien müssen keine Dividende ausschütten. Das ist im Prinzip jedes Jahr wieder Zufall, ob das passiert oder nicht. Dementsprechend setzt man bei einer Dividendenstrategie normalerweise natürlich auf Unternehmen, die das relativ zuverlässig tun. Die Dividendenrendite habe ich immer hoch angesetzt mit 4%. Normalerweise würde man so zwischen 3 und 4% suchen, denn man darf nicht vergessen, wenn ein Kurs von der Aktie stark steigt, dann kann die Ausschüttung immer zwar gestiegen sein, der Dividende, aber wenn der Kurs stärker wächst, sinkt die Dividendenrendite, und das führt dazu, dass eigentlich ein tolles Unternehmen aus dem Radar fällt. Deswegen 4% schon hoch. Lass uns gleich mal auch noch auf 3 gehen. Ich habe jetzt vor allem in den USA und den westlichen Ländern allgemein gesucht, ein bisschen Kanada, Mexiko noch dabei, denn in den Emerging Markets ist extrem viel Unsicherheit dabei. Man hat viele Titel dabei, die man nicht einschätzen kann, wie zuverlässig sind die, was die Zahlung angeht, auch wenn sie schon viele Jahre am Stück gezahlt haben. Wir haben eine Payout-Ratio, die kleiner gleich 70% sein muss. Payout-Ratio bedeutet, ich habe auf der einen Seite den Jahresüberschuss oder den Gewinn von einem Unternehmen, und wie viel davon wird dann in Form von Dividende ausgeschüttet. Denn wenn ich jetzt den kompletten Gewinn an die Aktionäre ausschütte, dann bleibt ja nichts im Unternehmen nach Kosten und Aufwänden sozusagen, was ich in Reinvestierung oder in Erweiterung meines Unternehmens stecken kann. Das heißt also, maximal 70% sollten für die Dividende aufgewendet werden. Der Rest des Gewinns sollte anderweitig verwendet werden. Das Unternehmen sollte einen positiven einen Jahresüberschuss haben, der größer 0 ist, und die Dividendenserie, das heißt mindestens 10 Jahre am Stück, sollte hier laut dieser Filterung eine Dividende ausgezahlt worden sein. Da sollte man meinen, kommt was Spannendes zusammen. Ich sage euch eins, wir sind hier noch nicht am Ende der Filterung, denn ich habe das Unternehmen hier mal mitgenommen. Elecnor SA aus Spanien. Das ist ein Unternehmen, das hat aktuell 34% Dividendenrendite. Das ist natürlich unfassbar. Da denkt man natürlich, geil, 34%, ich stecke 100 Euro rein, kriege 34 Euro wieder raus, das mache ich, und nach 3 Jahren habe ich die Kohle wieder drin. Ganz so einfach ist es nicht. Zum einen sehen wir hier, der Kurs liegt bei 23,40 Euro. Die Analysten hier rechts sagen, es gibt ein Fair Value hier von 20 Euro ungefähr, beziehungsweise die
Analystenkursziele sind bei 25 Euro, aber der Fair Value, der hier berechnet wird aufgrund verschiedener Finanzmodelle, liegt bei 20 Euro. Man kann also davon ausgehen, so richtig viel Upside ist hier nicht. Die Downside mit 11%, 12% nach unten im Kurs ist schon da. Die Aktie ist sehr gut gelaufen, 65% Kursgewinn in den letzten 12 Monaten und auf die letzten 10 Jahre auch 363%. Das ist echt ordentlich. Jetzt muss man dazu wissen, wo kommen diese 34% her? Das ist eine Veräußerung einer Sparte gewesen. Dieser einmalige Sondereffekt hat dazu geführt, dass das Unternehmen jetzt so eine große Ausschüttung macht an seine Aktieninhaber, an die Aktionäre. Und deswegen ist auch unter anderem der Kurs so stark gestiegen, denn viele haben das so ein bisschen als attraktive Gelegenheit gefunden, diese Aktie zu kaufen, um diese unfassbare Dividendenrendite mitzunehmen, die aber eben nur einmal da ist. Also sonst hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von um die 3-4%, also völlig im normalen Bereich. Und da könnte man weit weniger risikoreiche Titel nehmen, nämlich Unternehmen, die halt wesentlich länger schon eine Dividende zahlen. Heißt also, und das sieht man hier gerade, bei der Filterung fehlt noch so ein bisschen was. Deswegen setzen wir hier so ein bisschen mehr auf andere Definitionen, unter anderem die Definition Dividendenaristokrat. Das sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende erhöht haben. Es gibt noch verschiedene andere Definitionen, zum Beispiel der S&P Europe oder der S&P Global Dividend Aristokrat, der Index, der weltweit auf Dividendenaristokraten setzt, der hat nur die Definition 10 Jahre. Da gucken wir uns gleich noch ETFs zu an, aber wir nehmen jetzt erstmal die Dividendenwachstumsserie und gehen da auf mindestens 25 Jahre und dann sehen wir schon Unternehmen, die mindestens 25 Jahre am Stück ihre Dividende jedes Jahr vom einen zum anderen Jahr erhöht haben. Gibt es nicht so viele. Wir haben hier die Black Hills Corporation zum Beispiel dabei, die City of London oder UGI und ATCO. Wenn man sich diese Unternehmen mal anschaut, dann sieht man, okay, die haben eben 54 Jahre hier in der Spitze ihre Dividende am Stück erhöht und zahlen seit 55 Jahren eine Dividende aus. Da kann man schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch eine Dividende ausgezahlt wird. Man sieht, der Fair Value liegt auch hier unter dem aktuellen Kurs. Das heißt, Kursgewinne muss man nicht erwarten. Die Aktie ist auch 2% in einem Jahr nur gewachsen. Also, und auch die letzten 10 Jahre sieht das echt sehr stabil aus. Wenn man es mal positiv formuliert, die Aktie hat eine geringe Volatilität. Für einen Anleger, der schon eine hohe Kapitalmenge erwirtschaftet hat, ist das natürlich gar nicht so unattraktiv. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man eben aus seinem Portfolio laufend was entnehmen möchte, ohne Anteile zu verkaufen. Dann ist der Titel natürlich interessant, dann wird er in die Strategie passen. Achtung, aber das Unternehmen, das finde ich hier ganz gut, da sieht man das sehr übersichtlich, hat eine erhebliche Schuldenlast. Also so spannend ist die Aktie nicht, aber was sie eben kontinuierlich macht, ist, ihr seht es hier, jedes Jahr wird die Höhe der Auszahlungen erhöht. Die Dividendenrendite liegt hier konstant irgendwo, ja, fast schon über 4%, 3, 4, 5% und dadurch, dass sich der Kurs kaum verändert, ist das ein sehr stabiler Wert. Ein Unternehmen, was noch sehr prominent ist, auch eben 54 Jahre in Folge die Dividende erhöht ist. Die Target Corporation kommt aus den USA. Hier seht ihr auch schön die Marken aufgelistet. Ist eben ein sehr, sehr, sehr stabiles Unternehmen aus dem Basiskonsumgüterraum. Der Fair Value soll hier bei 135 US-Dollar liegen, aktuell bei 103. Das heißt, hier ist sogar eine Upside, 30% Kurswachstum drin. Das ist gar nicht so schlecht. Und das Unternehmen hat über die 10 Jahre gesehen eben kaum Kurswachstum hingelegt. Also 68% auf 10 Jahre ist nicht besonders viel. Man sieht es gab mal so einen Peak. Das Unternehmen hat also kurzfristig von Corona profitiert und ist seitdem eher seitwärts bis negativ unterwegs. Nichtsdestotrotz, die Dividende wird zuverlässig gezahlt, wie man sieht, mit einer Dividendenrendite von 4-5%. Man muss aber natürlich wieder dazu sagen, zu den Zeiten, als die Aktie so kräftig gestiegen ist, lag die Dividendenrendite wieder bei 1-2%. Der Anstieg jetzt in der Dividendenrendite hat mit dem Kursverfall zu tun. Die Auszahlungen, und das ist das Entscheidende, sind kräftig erhöht worden, auch in den letzten Jahren, also nach dem kräftigen Kursanstieg, haben sie pro Aktie immer mehr US-Dollar ausgeschüttet als in den Jahren davor. Payout-Ratio bei knapp 50% ist auch gut. Also das ist auch so ein typischer Dividendentitel, wenn man auf einer Dividendenstrategie ist und diese Auszahlung möchte, dann kann man das machen. Man erhält hier vierteljährlich die Dividende. Wir kommen nun zu den Dividendenkönigen, also die Unternehmen, die 50 Jahre am Stück die Dividende jedes Jahr erhöht haben. Neben den bekannten Black Hills Corporation und Target Corporation sind hier noch PepsiCo dabei, Johnson & Johnson, Coca-Cola und Dover kennt man auch, PPG Industries, National Fuel Gas Company, also Versorger wieder dabei. Und man sieht zum Beispiel, dass typischerweise ein Unternehmen wie Coca-Cola über 10 Jahre ein langsames, stetiges Kurswachstum hingelegt hat, 10% jetzt im letzten Jahr, aber sie sind eben ein ultra verlässlicher Dividendenzahler über 50 Jahre am Stück gesteigert. Und das sind dann eben Unternehmen, die man wählen kann, wenn man sagt, ich möchte relativ zuverlässig meine Dividende haben. Zum Schluss noch meine Dividendentitel, die ich so bespare, denn ich hatte ja eben schon gesagt, um den Sparerpauschbetrag auszuschöpfen, kann das ganz sinnvoll sein und deswegen mache ich das Ganze, beziehungsweise bei Realty Income, ein Investment Trust, also ein sogenannter REIT in den USA, die
die mit Gewerbeimmobilien zu tun haben. Also insgesamt haben die ein Portfolio von über 11.000 Gewerbeimmobilien, davon 1.100 verschiedene Kunden, 72 Branchen, die sind ziemlich groß unterwegs und die zeichnen sich als bekanntester Titel sozusagen dadurch aus, dass sie die Dividende monatlich ausschütten und ich habe mir so einen Gag daraus gemacht, ich zahle da meine monatlichen Starbucks-Kaffees mit und freue mich immer, wenn da die paar Euros aufs Konto purzeln, jeden Monat. Ist mehr so, ja, tatsächlich aus Spaß gewesen. Die Aktie ist hoch bewertet, hat ein hohes KGV. So richtig super, was die Kursperformance angeht, ist es nicht, aber es ist ein klassischer REIT, es ist ein klassischer Dividendentitel, der ja vom Kurs her auch nicht sinkt, sondern sehr stabil bleibt. Die Dividendenrendite ist auch stabil, sieht auch nicht schlecht aus. Man sieht, dass sie zwar 2024 weniger ausgeschüttet haben als in den Jahren davor. Das ist ein bisschen schade gewesen für so einen Titel, aber grundsätzlich liefert die Aktie seit 10 Jahren zuverlässige Dividendenrendite irgendwo bei 5-6%. Damit kann ich gut leben. Eine Aktie, die tatsächlich zuletzt über das Kurswachstum noch mehr gekommen ist in der letzten Zeit, ist die Telekom-Aktie. 135% in 5 Jahren, aber im letzten Jahr auch 28% gemacht. Über 10 Jahre 167%. Hat eigentlich lange geschlafen. Also eigentlich kann man sagen, ja, bis Corona ist sie eigentlich ja um die 10 Euro immer rangiert. Jetzt mittlerweile liegt sie bei 30 Euro. Hat zuletzt einen richtigen Run hingelegt. Das hat sich tatsächlich bei mir noch mehr bemerkbar gemacht als die Dividende, aber mit 2,96% schütten sie eben auch eine ganz gute Dividende aus. Man sieht jetzt hier ganz gut, dass die Dividendenrendite natürlich kontinuierlich sinkt, weil der Aktienkurs zuletzt eben so stark gestiegen ist. Die Allianz SE ist auch ein ganz typischer Dividendentitel aus Deutschland. Auch hier im letzten Jahr 36% Kurswachstum. Also auch hier ging tatsächlich gar nicht so wenig über den Kurs, war gar nicht so schlecht. Der Fair Value ist trotzdem, was die Finanzmodelle sagen, bei 290 Euro. Die Aktie liegt bei 344 Euro. Das heißt, es könnte hier auch nach unten gehen. Die Analysten sind ein bisschen positiver, sagen, es könnte noch ein bisschen nach oben gehen auf 358 Euro. Sieht nicht nach einer großartigen Upside aus, aber eben die Dividendenrendite mit 4,47% zuletzt nicht schlecht. Ihr seht es auch, die letzten 10 Jahre fast immer gestiegen und die Dividendenrendite ist aufgrund des großen Kurses natürlich auch eher ein bisschen gesunken, ist aber trotzdem noch hoch, wenn man sieht, dass sie hier von zwar 7-8% kommt. Und das letzte Unternehmen, was ich aktiv in meinem Portfolio habe, ist die Münchner Rückversicherung, die eben auch mit 3,49% Dividende mit dabei sind. Auch ein Unternehmen, was ja die letzten Jahre gar nicht so schlecht gelaufen ist, sieht man dadurch, dass die Dividendenrendite relativ weit nach unten gegangen ist. Wir haben über die letzten 10 Jahre sogar 420% Wachstum, im letzten Jahr immerhin 30%, auf die letzten 5 Jahre 194% Wachstum. Ja, das Rückversicherungsgeschäft habe ich in diesem Video auch schon mal erläutert. Das sind meine Dividendentitel. Wir machen am Mittwoch weiter und gucken dann auf die besten Dividenden-ETFs und vergleichen mal, was lohnt sich jetzt mehr, Dividendenaktien oder Dividenden-ETFs, was würde ich tun, welche Dividenden-ETFs finde ich gut. Schaut auf jeden Fall am Mittwoch wieder rein, abonniert den Kanal. Bis dann, ciao.